Willkommen zur zweiten Season der Knarksel-Division der Professional Competitive Pokémon League, auch kurz PCPL genannt. Ja, das ist mal wieder eine Draft-Liga, bei der ich mitgemacht habe, als Coach für das Team German Greninjas. Und es handelt sich dieses Mal um eine Extreme Low-Tier Draft League. Das heißt, die stärksten Mons, die man quasi draften kann, sind sowas wie Logok, Bronzong, Koloval, Silvaro Hisui, Elevoltec, so Ursaring, so in die Richtung. Das sind so die stärksten Monster, die man draften kann. Das heißt, kein Katapultra, kein Flatterhaar, kein Miraidon, nix in die Richtung. Extreme Low Tier Draft Liga dieses Mal. Ja, wie ihr sehen könnt, es ist Woche 1. Wir spielen gegen Tag und sein Team, die Cape Celebies. Und ja, dadurch, dass es die erste Woche ist, möchte ich mal ganz kurz unser Team vorstellen, den Kader, den ich gedraftet habe. Und wie ihr sehen könnt, starten wir das Ganze mit Hisui Balderfish. Den wollte ich schon immer mal spielen. Liebe den. Vor allem, da er sich entwickeln kann man Evolit spielen auf dem und dadurch ist er sehr tanky. Er hat Bedroher, eine der besten Fähigkeiten, die es gibt im Pokémon. Und er hat aber auch Swift Swim. Also, dass im Regen sein Speed verdoppelt wird. Und ihr merkt, das Thema Wetter wird sich ja noch ein bisschen durchziehen durch mein Team. Als zweites habe ich Razov gepickt. Denn ich wollte einen Fighting-Type, der ein bisschen schneller ist. Razov ist ziemlich strong, denn er kann auch Evolit benutzen. Das wird sich auch durchziehen durch das Team oder allgemein durch viele Teams, weil halt viele Low-Level-Pokémon dabei sind. Gerade so First Stage Mons, die noch eine Entwicklung vor sich haben, die werden alle mit Evolit rumlaufen. Razov ist sehr gut, denn der bringt halt sehr viel mit. Also einmal hat der Defiant als Ability, was sehr gut ist. Wenn Stat gelowert wird der Attack um 2 Stufen erhöht. Er ist ziemlich schnell. Das heißt, man kann ihn mit Choice Scarf spielen und mit U-Turn kann man ihn als Pivot benutzen. Und er hat seine Signature Move Rage Fist. Das heißt, es ist eine 50er Geistattacke. Jedes Mal, wenn er getroffen wird, steigert sich der Schaden um 50. Das heißt, was man häufig machen kann, ist mit dem, man schmeißt den in eine Attacke rein, die wenig Damage macht. Dann erhöht sich der Damage von Rage Fist und dann geht man mit U-Turn wieder raus. Also pivot man in ein anderes Mon rein. Genau. Dann haben wir als nächstes Alpollo. Auch wieder schnelles Mon. Guter Spezialangriff. Ist ein Ghost-Type, das heißt, der blockt Turbodreher, dass unsere Tarnsteine nicht verloren gehen. Ist auch ein Giftmon mit Schwebe, das heißt Bodenattacken tun dem nichts, das heißt eine Bodenimmunität auch noch. Also er hat 3 Immunitäten, Normalkampf, Boden, ziemlich gut. Dann haben wir als nächstes Kramorx. Hat Prankstyles Fähigkeit, kann also Statusattacken mit erhöhter Priorität einsetzen. Darunter zählen zum Beispiel Tailwind, also dass die Geschwindigkeit erhöht wird von einem Team für 4 Runden, als auch die Wetter, also Sonnenschein und Regentanz, glaube ich. Ne, Sonntag und Regentanz. Ja, denn Wetter spielt bei unserem Team eine große Rolle, wie man auch im nächsten Pick sieht, Kapaloris. Hat ganz guter Spezialangriff, bisschen bulky. Und hat natürlich die Fähigkeit Swift Swim wieder. Das heißt im Regen doppelte Geschwindigkeit. Sehr nützlich. Dann haben wir als nächstes Tinkertuff. Fairy Steel Type. Beste Typenkombination im Spiel. Hat Abschlag als Attacke, was sehr gut ist. Weil, wie schon gesagt, viele Mons werden mit Evolit rumlaufen. Und hat auch die Tarnsteine, die für unser Team sehr wichtig ist. Dann haben wir als nächstes Porygon. Guten Spezialangriff. Mit Evolit sehr bulky. Hat fast dieselben Stats wie sein großer Bruder Porygon 2, aber Porygon 2 ist gebannt. Deswegen bin ich froh, dass ich Porygon mitgenommen habe. Und das Coole ist, er kann Trick Room aufsetzen, weil er mit seinem 40er Speed, wie ihr seht, sehr, sehr langsam ist. Und er kann auch selber gut Damage machen mit Analyse, wenn er einen Special Attack Buff bekommt. Dann haben wir Koloval. 73er Speed mit der Fähigkeit Slush Rush, das heißt im Schnee doppeltes Tempo. Das heißt, wir können den im Schnee spielen und ganz schnell. Oder wir können ihn langsam spielen mit Trick Room. Sehr tanky, sehr guter Angriff.
Sehr heavy, das heißt, kann auch Heavy Slam benutzen als Stahlattacke. Sehr praktisch. Dann haben wir Indeedee. Bei dem ist leider seine Fähigkeit Psycho Surge gebannt. Das heißt, wir kriegen nicht automatisch ein Psycho-Feld, wenn wir den rausholen. Das habe ich leider im Draft irgendwie nicht ganz gelesen, also habe ich überlesen. Es sackt ein bisschen. Aber, naja, trotzdem ein Trick Room Setter. Wir bekommen beide Formen, männlich und weiblich. Das heißt, der Gegner muss sich theoretisch auf beides preppen. Er weiß nie genau, was mitkommt. Und jetzt ist die offensive oder eher die defensivere Variante. Dann haben wir Igelava. Und zwar ist es einer unserer Terra-Captains. Das heißt, der kann in jeden Terra-Typen sich terran. Und wir müssen den aber vorher dem Gegner quasi mitteilen, den Terra-Typen. Und der sieht ziemlich scary aus. Denn wenn wir zum Beispiel mit Kramurks eine Sonne rausholen und dann Choice Scarf Eruption drücken mit Terra Feuer, das ballert so ziemlich alles weg. Also ziemlich scary. Ja. Dann haben wir noch Rotomorph, das ist unser Turbo-Drehermon, hat auch selber nochmal Tarnsteine, ist auch ein Terra-Captain. Ja, der hat einen guten Angriff, hat ganz okayen Speed. Und ja, also ich will eigentlich, dass Tinkertuff ein Terra-Captain noch ist. Mich noch immer überlegen, vielleicht für Woche 2 oder so, dass man dann Rotomorph hier den Terra-Captain quasi entzieht. So, und jetzt gucken wir mal auf unser Gegnerteam und wir sehen schon direkt, okay, der hat ein paar Monster, die sind schneller wie ich. Oder wie unser Team. Ja, der hat einmal Tornupto, also den großen Bruder von Igelava. Der natürlich mit Eruption, Choice Scarf, also Wahlschal, verdammt viel Damage macht. Deswegen, Spoiler schon mal kleiner hier, wir werden keine Sonne spielen. Und wir werden auch unser eigenes Igelava nicht mitbringen. Denn ich möchte nicht riskieren, dass hier Tornupto durchsweepen kann mit Eruptionen in der Sonne. Klavion, also Klefki. Prankstermon ist ziemlich gut. Kann die Spikes legen. Kann mit T-Wave Shenanigans machen. Wird aber eigentlich von Kramox ziemlich gut auseinandergenommen, weil er dann keine Statusattacken mehr machen kann, weil Kramox ja ein Unlichtmon ist. Und Prankster seit Gen 7, glaube ich, oder Gen 8 nicht mehr gegen Unlichtmons funktioniert. Dann sehen wir hier ein Mirror-Matchup ein bisschen. So, das normale Baldurfisch hat eigentlich auch alle Tools, die Hisui Baldurfisch hat. Nur mit dem Unterschied noch, dass es ein Grounded Gift-Typ ist. Das heißt, Giftspitzen werden absorbiert von dem. Und er hat natürlich auch die Fähigkeit Swift Swim. Das heißt, theoretisch kann der im Regen auch sehr schnell sein und könnte damit sweepen. Das heißt, Regen mitzunehmen, muss man sich auch zweimal überlegen. Dann Rotom in der Baseform. Guter Volt-Switcher. Hat auch so Tricks wie Will-O-Wisp oder Trick dabei, um Items zu tauschen. Kann sehr nervig sein. Dann Keifel. Ein langsames Mon mit Ice Shard hat es Priorität. Ist ein Ground-Type, das heißt Elektroimmunität. Wir haben keinen Elektromon, von dem her ist es uns egal. Dann Meganie. Ich weiß nicht, wie gut Meganie sein wird. Irgendwie in den Kalks war es immer sehr useless. Mal gucken. Dann Terra Captain Magnaien. Der kann mit Terra Unlicht Sucker Punch, kann der ein bisschen gefährlich werden, wenn der einen Schwertanz oder so rausbekommt. Oder auch mit Terrafee und dann Playrough. Das kann auch sehr eklig sein. Dann sehen wir ein sehr, sehr schnelles Sichlor. Der mit Life Orb Sword Stance nimmt uns komplett hops. Also da muss man aufpassen. Dann Terra Captain Sproxy. Der hat die Fähigkeit Unburden. Das heißt, wenn er sein Item verliert, doppelte Geschwindigkeit. Aber ich weiß nicht genau, was der machen soll. Der macht kein Damage. Der hat nicht wirklich gute Status-Moves. Bin mal überrascht. Und zu guter Letzt noch Zwillicht. Kann theoretisch Trick Room aufsetzen. Leute verbrennen. Vielleicht mit Destiny Bond ein bisschen arbeiten. Muss man ein bisschen aufpassen. So, schauen wir uns mal an, was ich mir in Woche 1 überlegt habe. Als allererstes haben wir hier Koloval mit der Zitrobeere. Wir spielen hier Rohe Gewalt. Das heißt, Attacken, die einen Zweiteffekt haben, machen mehr Damage. Dazu zählen unter anderem Aquadurchstoß als auch Eiszapfhagel. Die werden beide geboostet von Rohe Gewalt. Dann haben wir Eissplitter als Prio und Rambos gegen Klavion.
Und auch gegen einen, also gegen Keifield ist es auch besser. Und gegen Terrafee Magnaien ist es sehr gut. Wir spielen hier volles KP und volles Angriffsinvestment. Einfach nur um viel zu überleben und auch den maximalen Value von der Zitrobeere rauszuholen, als auch den meisten Damage zu machen. Mit einem harten Wesen, einfach nur um nochmal den Damage zu boosten. Dann als nächstes haben wir hier Tafagita, unser guter Jace. Ja, übrigens, hier Colorado heißt Cho'Gath. Wer das Naming viel mehr kennt, kann es gerne in die Kommentare schreiben. Tafagita, unseren Jace, spielen wir mit Evolit. Und zwar haben wir da die Tarnsteine, Abschlag, Donnerwelle und Schmarotzer. Tarnsteine sind sehr wichtig für ein paar Kalks. Und es auch allgemein immer gut zu haben. Gerade hier das Tornupto vom Gegner. Wenn es mit Eruption spielt, dann ist es gut, wenn wir die Tarnsteine draußen haben, weil dann verliert er direkt mal ein Viertel von seiner Stärke. Dann Abschlag, weil in dem Format haben sehr viele Mons natürlich Evolit als Item. Das würden wir gerne abschlagen. Donnerwelle einfach, um den Gegner zu nerven und ihn nach Paralyse zu fischen. Und dann Schmarotzer, um gut Damage zu machen. Wir sind ja komplett Special Verteidigung gemaxt und KP mit einem sachten Wesen, also nochmal Special Defense hoch, damit wir eine Eruption von Tornupto überleben. Also vom Wahlschall Tornupto, wohlgemerkt. Genau, dann haben wir als nächstes hier Nami, unser Hisui Baldorfisch, ebenfalls mit dem Evoliten. Wir spielen Schwertanz, Kaskade, Mülltreffer und Knirscher mit der Fähigkeit Wassertempo. Das heißt, wir wollen am besten im Regen sein, einen Schwertanz drücken, dann sind wir +2 Initiative, +2 Angriff und können dann also ziemlich alles one-shotten mit unseren Moves. Dadurch, dass wir im Regen sind, macht natürlich auch die Kaskade nochmal 50% mehr Schaden. Also hat quasi Step-Bonus. Ja, wir treffen mit den 3 Moves eigentlich alles sehr gut im Gegnerteam. Wir haben genug Speed, um im Regen einen Walschal Sichlo zu outspeeden und einen Walschal Tornupto. Und ansonsten haben wir noch ein bisschen was in KP drin. Dann als nächstes haben wir hier Swain, unser Kramurks, ebenfalls mit dem Evoliten. Wir haben hier auf dem Regentanz Schmarotzer, Verhöhner und Kehrtwende mit der Fähigkeit Strolch. Wir sind hier komplett physisch defensiv und in KP investiert, weil der Gegner hat nur 2 Special Attacker, und zwar Tornupto und Rotom. Rotom, Donnerblitz sterben wir immer. Oder so ziemlich wie immer, auch wenn wir in Special Verteidigung investiert sind. Und Tornupto mit Eruption würde uns theoretisch auch töten, aber dadurch, dass wir Strolch-Regentanz haben und den Schaden von Eruption halbieren dadurch, überleben wir das. Und können dann mit der Kehrtwende rausgehen. Genau. Verhöhner ist für Klavion, Zwirlicht und das normale Baldorfisch, damit die da keine Shenanigans machen können mit irgendwelchen Hazards oder... Also Klavion kann, wenn er Strolch spielt, kann er sowieso nichts machen, weil wir ein Unlichtmon sind und Strolch gegen Unlichtmons nicht funktioniert. Genau. Und ansonsten halt mit Kehrtwende rauspivoten, wenn wir ein anderes Mon wollen. So, oder zum Beispiel nachdem wir Regentanz aufgesetzt haben. Dann haben wir als nächstes hier Wei, unser Rasaf mit dem Walschal. Ableithieb, Zornesfaust, Eishieb und Kehrtwende. Wir haben die Fähigkeit Siegeswille. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Baldorfisch mit Bedroher spielt, dann gehen wir auf -1 und durch Siegeswille gehen wir dann auf +1 hoch. Wir haben Kehrtwende zum Pivoten. Wir haben Eishieb für Sichlor. Ableithieb, um ein bisschen Leben einfach wieder zu regenerieren. Und Zornesfaust ist ja der Move, der immer stärker wird, je häufiger Rasaf getroffen wird. Das heißt, die Idee ist, wir rufen Rasaf rein, wenn ein schwacher Move kommt und wie zum Beispiel eine Kehrtwende oder so, dann wird Zornesfaust geboostet und dann gehen wir aber selber mit der Kehrtwende wieder raus und haben dann Switch Advantage. Genau, wir spielen, ich meine 4 Speed. Das muss ich mal ganz kurz überprüfen. Genau, wir spielen ein hartes Wesen, aber mit Walschal und mit 4 Punkten in Speed, also 4 EVs in Speed. Damit sind wir dann nämlich schneller wie ein Max Speed Sichlor. Nicht Walschal Sichlor, sondern nur Max Speed Sichlor.
und können es dann mit Ice Deep eventuell nach Tarnstein oder so rausnehmen. Und zuletzt haben wir hier Rek'Sai, unser Rotomorph mit dem Terra-Typ Feuer, denn das ist ein Terra-Captain, den wir haben. Das heißt, den werden wir terran in dem Spiel. Auch wir mit dem Evoliten. Hier haben wir Erdbeben, Turbodreher, Tarnsteine und Terra-Ausbruch mit der Fähigkeit Überbrückung. Wir spielen Full Initiative, Full Angriff. Oder zumindest fast Full Initiative. Wir haben noch ein bisschen was in KP. Genau, wir haben 16 noch in KP. Denn auf plus 2, also wenn wir 2 Turbodreher rauskriegen sollten, sind wir mit dem Rotomorph schneller als ein Walschal Sichlor, und mit Terra Feuer, Terra Ausbruch können wir das auch killen. Das Coole ist, dadurch, dass wir Überbrückung haben, ignorieren wir die Fähigkeit Schwebe von Rotom und können das ebenso mit einem Erdbeben rausnehmen. Wenn wir Terra Feuer gehen, überleben wir auch eine Eruption von Tornupto und können das dann ebenfalls mit Erdbeben rausnehmen. Und wir haben hier noch einen zweiten Tarnstein-Setter, falls die gecleart werden oder Tafogita nicht dazu kommt, die rauszuholen. Und das ist eigentlich unser Team. Genau, also nochmal hier im Schnelldurchlauf. Wir haben hier Koloval, wir haben Tafogita, wir haben Hisui Baldorfisch, Kramorx, Rasaf und Rotomorph. Und jetzt bin ich mal gespannt, was unser Gegner mitbringt. So, mein Gegner ist ready. Das heißt, wir suchen mal. Und da haben wir ihn. So, jetzt bin ich mal gespannt, was er mitgebracht hat. Okay, also er hat Tornupto dabei, das dachte ich mir schon. Er hat, glaube ich, keinen von seinen Terramons dabei. Einmal ganz kurz checken. Bei Rosters. Genau, das heißt, er hat keinen Mon zum Terran dabei. Gut, dann schreibe ich mir mal die Mons ganz kurz auf. Klefki, dann Piloswine, Typhlosion, normales, Quillfish, Rotom und zu guter Letzt Sichlor. So, wir starten mit Jace, um die Tarnsteine rauszuholen, eventuell Donnerwell auf was zu drücken. Und genau. So, noch mal kurz hier die Mons reinpasten. Okay, er startet direkt mit Tornupto. Das dachten wir uns schon. Das Gute ist halt, wenn er nicht Choice Specs ist, dann sollten wir das überleben. Und wenn wir ihn paralysieren, werden wir trotzdem nicht schneller. Das heißt, wir gehen hier eigentlich auf Abschlag. Mal wie Damage das macht. Okay, er ist Choice Specs. Das ist gut zu wissen. Das bedeutet, wir gehen hier in Kramorx rein. Und setten direkt den Regen ab.
Okay. So, der Regen ist aktiv. Was könnte er machen? Er hat eigentlich nichts gegen mich. Das heißt, wir könnten Verhöhner gehen, damit er keine Tarnsteine rausholt. Das machen wir, glaube ich, auch. Gucken wir mal, was er machen wollte. Eiszerfrage. Okay. Das ist sehr guter Damage. Das ist sehr, sehr guter Damage. Der ist 224 hat das gemacht. Was? 69%. Der ist vermutlich Adamant Full Attack. Das heißt, wenn wir da jetzt rausgehen, in den hier, dann macht er damit fast gar nichts. Okay. Also Kehrtwende raus. Und wir switchen in... Wir können jetzt natürlich in Koloval switchen. Ja, ich glaube, das machen wir auch. Und drücken dann Aqua-Durchstoß. Das muss jetzt so um die 15% machen. Ja, das passt. Das waren 17%. Ja. Und wir drücken jetzt einfach... Weil wenn Quillfisch reinkommt... Wo ist der da? Regen macht Akkudurchstoß trotzdem am meisten Schaden. Gut, den hat er zurückgeholt. Halt. Ist ein Rotom. Das hat gut Schaden gemacht. Aber der ist defensiv. Sogar ziemlich defensiv. Okay. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass er nicht so viel gegen mich macht. Ein Eissplitter reicht an der Stelle vermutlich nicht aus. Das heißt, wir gehen nochmal auf Irrlicht und der Mist. Okay, das ist natürlich sad für ihn. Aber damit ist sein Rotom schon mal weg. Das ist gut für... Für wen ist das eigentlich gut? Es hört auf zu regnen. Okay, das heißt, jetzt kommt wieder... der gute alte Tornuptor rein. Und die Frage ist, wen opfer ich jetzt für Tornuptor? Wir wissen erst Choice Specs. Meine Vermutung ist... Boah. Also wird auf jeden Fall auf Eruption gehen. Kann... der das überleben? Nein. Ja, Baldurfisch noch für irgendjemanden. Beziehungsweise die richtigere Frage ist eigentlich, brauchen wir Rasaf? Nein, nicht wirklich. Dann wirst du leider dran glauben müssen. Ja. Die Frage ist jetzt, gehen wir in
Rotomorph rein? Oder gehen wir... Specs, ne? Sollen wir jetzt für den kompletten Sweep schon mal ansetzen? Das finde ich eigentlich nicht so schlecht. Auf der anderen Seite... Ein Erdbeben von Dribber macht eigentlich schon gut Damage an allem. So. Ich probiere es jetzt nochmal. Ich gehe jetzt wieder auf... Ich glaube, wir setzen es für den Sweep an. Das heißt, wir machen hier einen Regentanz. Dann tötet er uns mit Eruption. Dann gehen wir in Baldurfisch rein, drücken Schwertanz. Dann haben wir noch 3 Runden Regen. Das heißt, 3 Mons können wir killen. Oder wir scheißen auf den Schwertanz. Und drücken direkt Kaskade. Muss mal ganz kurz überlegen. Boah. Wenn ein Kalfe reingeht, kann es sein, dass der uns einfach Revenge killen kann direkt. Wenn wir den... Ja, wird er wahrscheinlich können. Vielleicht haben wir es doch schon zu früh gezündet. Das gefällt mir gar nicht. Wir haben es, glaube ich, zu früh gezündet. Ja. So, wir können jetzt ganz gemütlich auf Schwertanz gehen, denn er sollte uns im Regen niemals killen dürfen. Genau. Platinum. Das dachte ich mir schon, dass der jetzt hier reinkommt. Das Gute ist, wir sind im Regen. Wir sind auf +2. Je nach Set machen wir mit Kaskade hier bis zu 90% Schaden und er geht auf Sonnentag. Das ist natürlich gut gepreppt von ihm. Aber das heißt, wir gehen jetzt hier einfach auf Knirscher. Das macht nämlich mehr Damage. Und könnte zu einem Angriffsdrop, zum Defense-Drop führen. Theoretisch sollten vom Schaden her, glaube ich, 2 Knirscher ausreichen. Ja. Verteidigungsdrop, nice. Er hat eine Beere. Zitrobeere, okay. Das macht keinen Schaden. Das Gute ist, er ist jetzt -1 Death. Das heißt, Knirscher sollte auf jeden Fall töten. Kann er in irgendwas anderes reinwechseln, was kein... Nee, also das sollte eigentlich, egal was er reinwirft, sollte gut Schaden machen. Er geht jetzt wahrscheinlich in Baldurfisch, weil der Bedroher hat. Ja. Das hat aber echt gut Schaden gemacht. Das heißt, wir gehen jetzt einfach nochmal auf den Knirscher. Wir sind auch schneller wie er. Das heißt, Baldurfisch ist weg. So, und jetzt geht er wahrscheinlich in Tornupto rein. Und der Sonne sollte noch 2 Runden halten. Das heißt, ich hoffe jetzt hier Baldurfisch. Boah, was mache ich dann? Nein, er geht in den. Was?
Okay. Da sollte Knirscher trotzdem gut Schaden machen. Okay. Erdbeben, das tut mich, ja. Das Sonnenlicht verliert an Intensität. Das ist gut. So. Gucken wir jetzt mal ganz kurz. Oh, das gefällt mir hier gar nicht. Okay. Ich muss eigentlich in den hier reingehen und Heavy Slam drücken. So, das Problem ist jetzt natürlich, beziehungsweise... Also sowohl Heavy Slam als auch Liquidation sollten töten. Heavy Slam macht mehr Damage an Klavion. Dann gehe ich auf Heavy Slam. Also vielleicht geht er auch im Wechsel auch in Sichlor rein. Da macht er auch Heavy Slam mehr Damage. Okay, wir gehen auf Rambos. In wen wechselt er aus? Geht er in Tornado? Das war dumm. Platinum. Ja, bitte töten. Nein, das tötet niemals. Oh, scheiße, er kriegt einen Sonntag. Wait. Eissplitter. Tötet Eissplitter? Eissplitter sollte töten. Tötet Eissplitter? Sind wir schneller wie er? Ach, scheiße, wir sind wahrscheinlich nicht schneller wie er, ne? Aber Eisschad sollte töten. Nein, na, ich wusste es. Ist das ein GG? Ich vermute, das ist ein GG. Jetzt verlieren wir einfach gegen Choice Specs Tornado. Ich kann natürlich... Okay, muss mal ganz kurz überlegen. Sonne ist raus. Wir sterben zu 100% an Eruption. Also ich kann jetzt natürlich... Ich kann nur Eisschat drücken. Alles andere kann ich nicht machen. Um ihn versuchen noch so low wie möglich zu bringen. Oh, das sind vielleicht 12%. So, das einzig Gute ist, er ist gechoiced. Wir müssen hier auf Rapid Spin gehen. Oder? Ah, scheiße. Eruption tötet trotzdem. Auch wenn ich Terrafeuer bin. Würden wir auf +1 ihn outspeeden? Ja. Das Problem ist nur, das überleben wir nicht. Aber ich glaube, das ist unsere einzige Win-Con. Das überleben wir nicht. Vielleicht ist es nicht Choice Specs, sondern Charcoal. Dann könnten wir es vielleicht überleben. Lass es probieren. Er switcht aus. Wait a minute. Schickt weiß. Hold up. Das ist ziemlich gut. Wir sind jetzt zwar Feuer, was nicht das Beste ist. Dunkelluster. Aber wir sind auf +1. Wenn er Erdbeben hat, killt er uns One-Shot.
Das heißt, wir müssen auf den Terra-Ausbruch direkt gehen. Um ihn zu killen. Wie lange hält dann die Sonne noch? Eine Runde noch, glaube ich. Ich glaube, er hat gechoked. Weil wir sind jetzt auf plus 1, sind wir schneller wie Tornupto. Und wir one-shotten es mit Erdbeben. Und das einzige Mon, was noch übrig hat, ist Sichlor. Und in der Sonne mit Terra Blast Feuer. Wenn er jetzt Choice ist, dann killt er uns mit Dual Wing Beat. Das Problem ist, wir werden mit Terra Blast nicht gewinnen. Beziehungsweise... Terra Blast killt ihn nicht zu 100%. Und er killt uns safe mit Dual Wing Beat. Ich muss trotzdem drauf gehen und einfach hoffen, dass er nicht Choice Scarf ist. Er ist Choice Scarf. Wir überleben das. Er ist nicht Adamant, glaube ich. Oder er hat nicht voll Attack. Bitte, bitte, einfach Max Roll. Kill ihn. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er hat es gechoked. So, oh mein... Wait a minute. Wir haben gewonnen. Erdbeben, er ist tot. 100%. Er hat keinen Focus Dash. Wir wissen, er ist Choice Specs oder Charcoal oder so. Erdbeben sollte immer killen. Ich habe extra gemacht, dass er genug Damage hat, um ihn zu killen. Junge, Rotomorph hat's gemacht. Rotomorph hat's gemacht. Als ob. Oh mein Gott. Erster Sieg direkt in der ersten Woche. Mit Terrafeuer Rotomorph. Und das, obwohl ich ihm noch den Terra Captain entziehen wollte. Holy moly moly. Geil, Alter. Direkt erste Woche gewonnen. Und auch mit einem Mon, wo ich es nicht gedacht hätte. Nice. Geil, geil, geil. Aber sehr knappes Match. Sehr gutes Match. Freut mich. Das war die erste Woche. Ich hoffe, euch hat der Kampf gefallen. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei einem Battle.